Hallo, schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen zur zweiten Woche. In dieser Woche wollen wir das Gelernte aus der letzten Woche noch ein wenig vertiefen und außerdem einen Ausblick geben, was mit Blöcken noch so alles möglich ist. In diesem ersten Projekt möchte ich euch einen Algorithmus zeigen, der, wenn alles glatt geht, ein überraschendes und schönes Ergebnis liefert. Als einen Algorithmus bezeichnet man eine Art Rezept, eine eindeutige Schritt-für-Schritt Handlungsanweisung zur Lösung eines Problems. Algorithmen können sowohl als Computerprogramme, aber auch in natürlicher Sprache implementiert werden. Ist mein Problem beispielsweise, dass meine Mama heute Geburtstag hat und ich vergessen habe, ihr einen Kuchen zu backen, kann ich einen Algorithmus benutzen, der zu mir sagt, heize den Backofen auf 160 Grad vor, nimm dir eine Schüssel, tu Mehl rein und so weiter und so fort. Im heutigen Projekt wollen wir natürlich einen Informatik-Algorithmus implementieren, das sogenannte Chaos-Spiel. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben eine Figur, ein Objekt, und das wählt sich zufällig aus 3 weiteren Objekten eins aus, geht dort den halben Weg hin und stempelt sich an diese Stelle. Es klingt ein bisschen kompliziert, deswegen machen wir es einfach mal. Unser Objekt soll ein Punkt sein. Dafür gehen wir auf Kostüme und malen uns einfach ein Punktkostüm. Ihr erinnert euch, man kann hier vorgefertigte Figuren auswählen, formen, und wenn ihr Shift drückt, könnt ihr schöne Kreise malen. Ich mache einfach mal einen. Okay, und jetzt trägt mein Objekt dieses Kostüm. Das ist ein bisschen groß, wenn ich mehrere davon auf die Bühne stempeln möchte. Deswegen werde ich als ersten Schritt mal die Größe anpassen und mein Objekt verkleinern. Setzen wir zum Beispiel die Größe für den Anfang mal auf 5%. Das sieht sehr gut aus. Als nächstes brauchen wir 3 weitere Referenzobjekte, die ein Dreieck bilden sollen. Dafür mache ich einfach 3 neue Objekte. Ich passe die Farbe von dem mal ein bisschen an, damit man die besser unterscheiden kann. Nehmen wir zum Beispiel Gelb. Und dann bilde ich aus diesen 3 Objekten ein Dreieck. Wir haben hier dieses fuchsia-lilafarbene, wir haben ein gelbes Objekt und wir haben ein türkisnes Objekt, die zusammen eine Dreiecksform bilden. Unser Punkt möchte sich jetzt jeweils zufällig eins dieser 3 Objekte auswählen. Dafür können wir auf die Fühlen-Kategorie gehen und den Block Mein Objekt, Attribut benutzen. In dem Fall steht hier Attribut Nachbarn. Wenn wir das Dropdown-Menü öffnen, sehen wir hier, dass auch andere Objekte auswählbar ist. Ich mache das hier mal, und wenn ich den Block jetzt ausführe, bekomme ich eine Liste mit allen anderen Objekten meines Projekts. Also in dem Fall der lilane Pfeil, der gelbe Pfeil und der türkisene Pfeil. Jetzt möchte ich jeweils zufällig eins dieser Objekte auswählen. Dafür kann ich in der Variablen-Kategorie einen Block finden, der Element von heißt. Ich gebe diesen Attributblock hier als Eingabe rein und wähle beliebig aus. Jetzt erhalte ich jedes Mal ein beliebiges Element aus der Liste der Objekte. Wir probieren das gerade mal aus. In dem Fall war es der gelbe Pfeil, der türkisene Pfeil, der gelbe wieder. Also jedes Mal wird ein zufälliges Objekt aus allen Objekten ausgewählt. Jetzt möchte ich das Ganze einer Variable zuweisen. Ich erstelle eine Variable, die nenne ich mal Ziel. Und ich möchte mein Ziel auf ein beliebiges Element der Objekte setzen. Wenn ich das anklicke, ist hier oben in dem Variablen-Watcher, in der Variablenanzeige sichtbar, welches Objekt gerade das ausgewählte ist. In dem Fall ist es türkisne, so wie gerade eben. Wenn ich nochmal klicke, wird wieder ein zufälliges ausgewählt, in dem Fall das lilane. Übrigens ist die Tatsache, dass ich ein Objekt einer Variable zuweisen kann und auf das Objekt referenzieren kann, eine der Grundideen von objektorientierter Programmierung. Als nächstes in unserem Algorithmus wollen wir jetzt in die Richtung dieses Objekts zeigen. Dafür können wir aus der Bewegungskategorie den Zeige-auf-Block benutzen. Und wir wollen auf unser Ziel zeigen. Das heißt, wir können einfach die Variable als Eingabe für diesen Block benutzen, indem ich das hier drüber ziehe. Mein Punkt zeigt jetzt Richtung Ziel und jetzt möchte ich den halben Weg zu diesem Ziel gehen. Dafür kann ich einfach Gehe Schritte benutzen.
aber ich möchte den Abstand zu meinem Objekt wissen und dann möchte ich den halben Weg dahin gehen. Für den halben brauche ich einen geteilt durch 2 Block und für den Abstand finde ich in der Fühlen-Kategorie den Entfernung zu Block. Auch hier kann ich einfach wieder mein zufällig gewähltes Ziel reinziehen. Wenn ich das als Eingabe für den Schritteblock benutze, komme ich den halben Weg zu meinem Objekt. Wir testen das gerade mal. Ich setze mein Ziel zufällig, mein Objekt befindet sich gerade in der Mitte. Ich setze mein Ziel zufällig auf das Gelbe, dann zeige ich in die Richtung und gehe den halben Weg dahin. Das heißt, mein Objekt müsste von der Mitte den halben Weg Richtung des gelben Objekts wandern. Funktioniert. Wir testen es gerade nochmal. Das Ziel ist jetzt das fuchsiafarbene Lilane. Es müsste jetzt von hier den halben Weg Richtung dem lilanen Objekt geben. Auch das funktioniert, das heißt, wir können es einfach aneinander stecken. Um unseren Algorithmus zu testen und zu starten, brauchen wir eine Startbedingung. In dem Fall sagen wir mal, es soll starten, wenn die grüne Fahne geklickt wird. Dann wollen wir auch erstmal die Bühne sauber machen, falls wir noch was gestempelt hätten. Dann möchten wir die Größe auf die 5% setzen, falls sich da irgendwas verändert hat. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wir setzen unser Ziel, wir zeigen auf das Ziel, wir gehen den halben Weg dahin und dann stempeln wir unsere Figur dahin. Wir testen das mal in Vollbild mit der Leertaste. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt die Leertaste drücke, wird ausgeführt, was wir bisher programmiert haben und die Figur stempelt sich den halben Weg zum zufälligen Objekt. Ich mache das einfach ein paar Mal und noch ein paar Mal mehr. Und ihr könnt sehen, dass sich hier so eine dreiecksförmige Struktur ergibt. Das sieht grundsätzlich richtig aus, das heißt, wir können es einfach mal probieren mit kleineren Objekten und automatisiert. Automatisiert heißt in dem Fall, wir wollen es ganz oft nacheinander ausführen. Das können wir machen, indem ich einfach eine Fortlaufendschleife außenrum mache. Wir stecken es zusammen, wischen nochmal und setzen unser Objekt am Anfang auf eine zufällige Stelle. Und lassen unseren Algorithmus einfach mal laufen. Sieht schon ganz nett aus. Wir probieren es, wie gesagt, nochmal mit einem bisschen kleineren Objekt und verändern einfach die Größe unseres Punkts nochmal ein bisschen. Zum Beispiel auf 2%. Auch hier gehen wir wieder an eine zufällige Position vorher und starten nochmal unseren Algorithmus. Wenn uns das ein bisschen zu langsam geht, können wir unser Programm verschnellern, indem wir den Turbo-Modus anschalten. Das macht ihr, indem ihr Shift klickt und nochmal die grüne Fahne. Dann erscheint hier dieses Blitzsymbol und der Algorithmus läuft viel schneller ab, das Programm läuft viel schneller ab. Das Schöne ist, dadurch, dass es live ist, kann ich auch einfach meine Objekte bewegen und kann hier selber weitere Strukturen erzeugen. Diesen Vorgang, dass aus einer Struktur sich andere Strukturen herausbilden können, in dem Fall aus unseren 3 Objekten, bildet sich dieses sogenannte Sierpinski-Dreieck, das nennt man auch Emergenz. Als Aufgabe diese Woche haben wir euch weitere Chaos-Spiele vorbereitet, die bestimmte Regeln haben, zum Beispiel nach welchem Kriterium die Ziele ausgewählt werden, wie viele Schritte man in diese Richtung geht und da ergeben sich hoffentlich andere spannende Strukturen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Aufgabe und wir sehen uns im nächsten Video.